Heute sprechen wir über ein Thema, das in jeder Firma existiert, aber über das kaum ein Unternehmen öffentlich redet. Es geht um Mitarbeitergespräche. Bei Innosoft machen wir das ein bisschen anders. Bei uns sitzen immer 4 Personen mit am Tisch. Warum das so ist, was dieses Format verhindern soll und wo es offen gesagt auch Aufwand erzeugt, das klären wir heute. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Das ist ja wieder so ein klassisches Innosoft Insight, also wo wir mal so ein bisschen erklären, wie wir so ticken, was wir so machen. Warum sprechen wir jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt über Mitarbeitergespräche? Weil sie vorbei sind. Wie läuft das bei uns? Wir haben ja 2 große Bereiche, Beratung, Softwareentwicklung. Da gibt es dann Fachleiter, Bereichsleiter, wie wir das nennen. Es gibt Gruppenleiter und es gibt eine Personalabteilung, der du vorstehst. Wer nimmt dann jetzt an einem Personalgespräch teil? Aus jeder Gruppe immer einer jeweils. Also ich in allen Gesprächen oder ich bin in allen Gesprächen dabei. Bei der Fachabteilung dann jeweils der Fachleiter, zu dem der jeweilige Gruppenleiter gehört und die Person, um die es im Wesentlichen einfach geht bei dem ganzen Gespräch, der jeweilige Mitarbeiter. Also tatsächlich 4 Personen. Also es sind standardmäßig 4 Personen. Bilden sich dann da Fronten? Also ich meine, wenn man so, das sind ja dann 3 Vorgesetzte und ein armer Mitarbeiter. Ja, kann man dann manchmal jetzt bauen wir sie physisch auf, indem wir uns entsprechend auf den Tisch platzieren. Aber nee, es gibt nie irgendeine Form von unsichtbarer Front oder irgendwie sowas, wir gegen dich. Ist das bei neuen Mitarbeitern dann möglicherweise ungewohnt, die es entweder gar nicht kennen oder die es anders kennen? Ja, also in der Regel ist es schon so, dass manche schaffen es, das gut zu überspielen, aber nervös sind fast alle beim ersten Mal. Aber ich glaube, das geht einem in jedem Unternehmen, bei jedem Gespräch so, wenn man das noch nicht kennt, weiß nicht, was erwartet einen dann. Da gibt es ja einen Plan, also es gibt so ein Kompetenzanforderungsprofil und es gibt eine Struktur, die das Gespräch hat. Kannst du das mal kurz erläutern, wie das zusammenhängt? Im Grunde fangen wir an oder steigen ein mit einem Bewertungsteil, der sich aufgliedert in fachlich und Soft Skills. Das unterscheidet sich natürlich nach Beratung und Entwicklung, wo wir da die Schwerpunkte sehen, was für Dinge wir bewerten, einordnen. Und im Wesentlichen geht es da tatsächlich darum, über alle Kollegen hinweg eine Einordnung zu finden. Das heißt, wir benutzen Zahlen, weil es ist einfach schwierig, Dinge zu bewerten, ohne Zahlen zu benutzen. Die drücken aber jetzt nicht aus, du bist ein guter Mitarbeiter, du bist ein schlechter Mitarbeiter, du hast dich in einem bestimmten Bereich schlecht verhalten, sondern es soll den Leuten und uns die Möglichkeit geben, über alle Kollegen hinweg eine gewisse Einordnung zu schaffen. Wo steht man im Verhältnis zu den Wie kommen die Zahlen zustande? Na, das sind Gespräche, die im Vorfeld laufen. Also der Mitarbeiter bewertet sich. Das ist der eine Punkt. Also der Mitarbeiter soll sich natürlich selber einschätzen und ist dann auch leider gezwungen, im Gespräch als Erster vorzugeben, was er da so sieht. Und wir stimmen uns im Vorfeld ab unter eben Fachleiter, Gruppenleiter, Personal, wie wir die Entwicklung gesehen haben. Das heißt, das bedeutet, es ist dann pro Mitarbeitergespräch, gibt es dann auch nochmal ein vorbereitendes Gespräch, wo Gruppenleiter, Fachleiter und du dann zusammensitzen und sich ein Bild von dem Mitarbeiter machen? Na, es wird quasi aggregiert. Das heißt, die Gruppenleiter stimmen sich mit ihrem Fachleiter ab und ich mich mit dem jeweiligen Fachleiter über alle, die da drunter hängen. Wenn man mal so, das Gespräch dauert 1 Stunde, wenn man das mal so irgendwie gewichtet, wie lange wird dann über dieses Kompetenzprofil gesprochen? Ich versuche es so schnell wie möglich abzuhandeln, aber es ist vollkommen individuell. Bei dem einen ergeben sich ganz viele Gesprächsthemen aus diesen Bewertungen raus. Auch da wieder der eine kämpft um jeden Punkt verbissen. Der nächste sagt, das ist mir egal, wie ihr das jetzt genau einschätzt. Ich habe ein Bild davon, wie gut bin ich da, wie sind die anderen Kollegen. Also das ist unterschiedlich, aber mir ist der offene Teil im Nachgang eigentlich wichtiger. Und der offene Teil ist dann, da kann der Mitarbeiter alles adressieren. Genau, also auch da gibt es natürlich einen gewissen Rahmen oder eine gewisse Struktur. Es gibt Dinge, die ich immer frage. Wie läuft das dann? Also darf der Mitarbeiter zuerst oder fragst du zuerst? Also wie entsteht dann so eine, wie soll man sagen, relativ entspannte Gesprächssituation? Menschen sind unterschiedlich. Der ein oder andere läuft in den Redefluss quasi aus dem einen Thema ins andere rein und es ergibt sich so. Ansonsten öffne ich einfach ganz oft oder regelmäßig mit der Frage, wie war das Jahr für dich? Ja, weil ich gerne auch das ist schwierig, fällt mir selber auch schwer, ne? Aber ich hätte gerne ein halbwegs kurzes Fazit.
für das gesamte Jahr einfach das Vergangene. Mhm. War es schlecht, war es gut, war es okay, so wie immer. Dass man einfach einen Einstieg hat, worüber reden wir jetzt eigentlich? Kommen da dann tatsächlich Aspekte raus, die man unterjährig, also wir haben ja jetzt nicht wenig Kontakt mit den Kollegen, es passiert ja auf der Gruppenleiterebene immer ganz viel, kommen dann da tatsächlich mal Aspekte zur Sprache, die über das ganze Jahr nie angesprochen worden sind? Ja, regelmäßig. Manchmal auch Sachen, wo einem innerlich die Kinnlade runterklappt, weil man denkt, das hat dich jetzt das ganze Jahr beschäftigt und umgetrieben und vielleicht auch besorgt. Mhm. Und eigentlich ist unsere Botschaft, du kannst jederzeit zu jedem kommen, Mhm. wenn dich was stört, wenn dich was freut, wenn du irgendwas brauchst. Und dann kommt es in diesem Gespräch raus, wo man dann schon manchmal ein bisschen erstaunt ist. Mhm. Natürlich sage ich das dann auch, ne, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum man das jetzt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mit sich rumgetragen hat. Aber es ist so. Mhm. Also das passiert immer wieder. Zurück zum Kompetenzanforderungsprofil. Das ist ja quasi auch, wenn man so will, unser Übergang der strategischen Überlegungen, wo wir hinwollen, fachlich zum Operativen. Also wenn wir sagen, wir wollen in einem bestimmten Themenfeld stärker werden, dann ist das ja so eine strategische Ausrichtung, die dann an dich übertragen wird oder an die Gruppenleiter, Fachleiter übertragen wird. Funktioniert es? Also kann man dann sagen, dass man gibt dem Mitarbeiter ja dann auf den Weg, wir brauchen da und dort Expertise, hast du da eine entsprechende. Siehst du da dich dort? Und dann entwickelt er sich ja idealerweise dort und ein Jahr später schaut man sich das dann nochmal an, ob da was passiert ist. Funktioniert das? Also Ja. dieser, wie soll man sagen, dass man kann ja viel reden und viel aufschreiben, aber am Ende ist es ja immer interessant, was passiert. Unsere Notwendigkeit für Expertise, Kompetenz und Know-how ergibt sich ja am Ende immer aus unseren Projekten. Also wir sind ja getrieben davon, was wir letzten Endes tun müssen. Und es ist sehr hilfreich und ich glaube auch effektiv, wenn man weiß, was die Kollegen denn gerne möchten, was sie gut können, womit sie sich vielleicht auch privat beschäftigen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Und all sowas kommt natürlich in diesen Gesprächen irgendwo raus oder wird rausgearbeitet. Wir haben auch einen Kollegen, der hat zum Beispiel dieses Jahr gesagt, er würde gerne auf die Frage hin, was er sich denn wünschen würde, wenn er könnte. Er würde gerne mit einer bestimmten Spielengine ein Spiel entwickeln. Ja, das ist legitim. Natürlich haben wir gesagt, das wird vermutlich in unseren Projekten nicht passieren. Schwierig. Aber nur wenn ich weiß, was Leute gerne machen, kann ich das auch zumindest in gewissem Maß berücksichtigen. Klar gibt es auch Themen, da hebt keiner von sich aus die Hand, da muss dann jemand leider in den sauren Apfel beißen und sich in dieses Thema reinarbeiten und da vorankommen. Wenn ich aber weiß, welche Leute haben wo welche Stärken und Schwächen, ist es viel leichter zu sagen, ich möchte die Person dahin entwickeln oder auch zu fragen, kannst du dir das vorstellen, in dem Projekt im nächsten Jahr zum Beispiel mehr diese Rolle oder diesen technischen Aspekt zu übernehmen. Wenn du dann mal so auf deine Rolle zurückkommst und die so ein bisschen spiegelst, und bist ja tatsächlich in allen Gesprächen dabei, bist ja sozusagen auch die Klammer, dass du dann zum einen diese Frage, wie bewerte ich die Menschen, dass das quasi irgendwo auch einheitlich stattfindet, bist aber auch gleichzeitig dann Moderator des Gesprächs und möglicherweise Eskalationspuffer und Beobachter. Was ist wo siehst du aus deiner Perspektive deine wichtigste Rolle? Naja, ganz klar, ich führe das Gespräch. Und ich führe es nach einer gewissen Vorstellung, die ich habe und bestimmte Dinge, die ich für wichtig halte, was ich auch einfach aus Personalsicht wissen möchte. Und auch da ist man wieder bei der Unterschiedlichkeit der Menschen. Der eine erzählt von sich aus, von Haus und Kind und Nachbarschaftssorgen und allem Möglichen und wie es im Projekt war und wie es mit den Kollegen läuft. Und der nächste sitzt am Tisch und sagt gar nichts. Ja, und trotzdem muss ich aber ein Gespräch in Gang bringen und möchte ja wissen, wie geht es der Person denn? Was beschäftigt sie, was treibt sie um? Ist das der einzige Aspekt? Weil man könnte ja auch sagen, Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch, dann ist halt quasi, oder also wenn das dann der Gruppenleiter oder der Fachleiter ist, das Personal quasi eigentlich draußen ist, so wie das in vielen anderen Unternehmen Könnte man machen, ja, dann hätte ich halt eher eine menschenverwaltende Rolle vielleicht. Aber ich will und muss auch von jedem Kollegen ein Bild und eine Vorstellung haben, auch tatsächlich davon, wie es ihnen aktuell irgendwo so geht. Natürlich ist aktuell heißt nicht tagesaktuell, weil das kann ich einfach bei der Menge an Menschen unmöglich irgendwie schaffen. Aber zumindest so ein grobes Bild, ja, was beschäftigt die Leute. Und am Ende ist es für mich wichtig, dass es wirklich eine einheitliche Gesprächsführung gibt. Also auch das ist menschlich. Menschen haben zueinander Beziehungen, Menschen können sich gut leiden, Menschen können sich weniger gut leiden, Menschen können auch unterschiedlich gut Gespräche führen.
Und dadurch, dass wir dann in dem Fall mit mir eine Person haben, die dieses Gespräch immer leitet, hat es hoffentlich einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Standard, aber eine gewisse Einheitlichkeit. Aber es kostet ja einen irren Aufwand. Ne? Also Ja, wenn man sich das natürlich. betrachtet, zum einen deine Zeit, die Vorbereitungszeit. Pro Mitarbeiter schon mal vorneweg 4 Stunden, also Personalaufwand im Sinne von Menschen, die jeweils eine Stunde investieren. Dann haben wir die Nachbereitungszeiten. Ich habe natürlich ein Limit, was ich am Tag so schaffe an Gesprächen, weil dann irgendwann ist man intellektuell auch einfach an seinen Grenzen. Und ich will ja jedem die gleiche Aufmerksamkeit entgegenbringen. Aber wir haben jetzt in knapp 5 Wochen haben wir es dann geschafft. Muss man auch sagen, war allerdings ein Rekord dieses Jahr, weil kein einziges Gespräch ausgefallen ist, was bei 4 Personen im Raum und Winterkrankheitssaison Gutes, ja. wirklich, ich glaube, es passiert nicht nochmal. Nun hat das ja, sagen wir mal, quantitative Grenzen. Also wenn man irgendwann eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern überschreitet, dass man das einfach nicht mehr handeln kann. Gut, dann könnte man sagen, man macht mit 2 Personalreferenten das. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder ist das quasi so dynamisch, wenn es halt soweit ist, dann redet man dann drüber und überlegt sich was Adäquates? Nee, wir haben uns tatsächlich noch keine konkreten Gedanken gemacht, was dann die Folge wäre. Also momentan würde ich sagen, es ist noch Luft. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Aber klar, natürlich könnte ich das unendlich lange machen. Müsste dann natürlich gucken, wie all die anderen Aufgaben, die sofort bewältigt werden, die ich sonst noch zu tun habe. Es macht aber einfach keinen Sinn, so einen Vorgang über 3 Monate irgendwann zu ziehen. Und Ja, trotzdem hast du ja was Schönes gesagt. Also du willst keine Zahlen verwalten, sondern du willst die Menschen irgendwo in ihrer, hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn sich alle Menschen dann Zeit nehmen, das ist ja auch ein Signal, was in alle Richtungen abstrahlt, dass das dann irgendwo anstrengend ist. Trotzdem bin ich mir sicher, dass der eine oder andere sich fragt, rechnet sich der Aufwand? Und deshalb frage ich dich, rechnet sich der Aufwand? es ist nicht quantifizierbar, das muss man ganz klar so sagen, aber ich bin mir sicher, ja. Hat sich irgendwas, hast du mal, ich meine, du machst das ja jetzt schon eine ganze Zeit, gab es irgendein Beispiel, irgendeine Anekdote, wo du sagen würdest, hey, gut, dass wir diese Gespräche haben, das hätte ich sonst nie erfahren? Ja, also ich kann es jetzt natürlich nicht konkret oder speziell erklären oder erzählen, aber es gab durchaus Dinge, wo Leute zum Beispiel geäußert haben, sie machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, was bei uns eigentlich nie passieren sollte. Ja, einfach aufgrund unserer Kultur, der Art, wie wir kommunizieren, wie wir mit unseren Kollegen und Mitarbeitern umgehen. Da war ich schon kurz fassungslos. Ja. Also das hat mich auch irgendwo betroffen gemacht, weil ich gedacht habe, das kann ja eigentlich nicht sein. Also da haben wir dann möglicherweise was falsch gemacht. Das ist ja doch noch ein interessanter Spiegel, oder? Also sowas natürlich, sowohl positive Überraschungen im Sinne von, wir fragen zum Beispiel immer mal Leute, ob sie sich vorstellen können, Projektleitung oder Ähnliches zu übernehmen. Und jetzt konkret eine Person, die habe ich, glaube ich, weiß es nicht, 4, 5 Jahre lang, irgendwann vielleicht auch ein bisschen provokativ, immer wieder gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und die Antwort war immer nein, auf keinen Fall. Und irgendwann war die Antwort ja. Also da hat sich dann gezeigt, natürlich macht das Sinn, weil vielleicht hätte er auf die Frage, und jetzt ist es gut. Ne? Also er fühlt sich in dieser Rolle wohl und das funktioniert prima. Wir haben es ihm ja auch zugetraut. Aber vielleicht hätte er nie die Hand von sich aus gehoben, wenn es das eben so nicht gegeben hätte und hätte gesagt, doch, ich versuche es jetzt mal. Aber da kann man ja sagen, dass es nicht wirklich dieses Beispiel gibt, wo man sagen könnte, hey, die Mitarbeitergespräche haben sich gerechnet, sondern dass die Mitarbeitergespräche einfach ein Bestandteil der Unternehmenskultur sind, die insgesamt dann auf Mitarbeiter, auf die gesamte Atmosphäre wirken, oder? Kann man das so sagen? Ja, also auch da, die Mitarbeitergespräche sind bestimmt nicht der eine Grund oder das ausschlaggebende Mittel, um jetzt zum Beispiel niedrige Fluktuationsraten zu haben oder eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit oder Ähnliches. Es ist aber ein Instrument, was zum Beispiel mir, aber natürlich auch Fach- und Gruppenleitern ermöglicht, tatsächlich ein Bild davon zu haben, wie geht's denn den Kollegen? Weil es fallen immer Leute runter im laufenden Betrieb. Da habe ich andere Dinge im Kopf. Ich will vielleicht über irgendwelche Sachen auch gerade jetzt nicht reden. 2 Monate später kann ich es aber. Und all diese Dinge, die werden ja nicht in Aktenordner getan und dann im Schrank verstaut, sondern die hat man ja im Kopf. Ja, das heißt, ich weiß auch zum Beispiel, ist ein Kollege gerade nicht belastbar.
Ne? Macht es denn Sinn, ihn jetzt in ein Projekt zu stecken, was extrem komplex, extrem anspruchsvoll, sehr langlaufend und so weiter ist? Oder muss ich nicht erst mal gucken, ob ich ihn vielleicht in die zweite Reihe nehme? Ich muss im Hinterkopf haben, was passiert denn möglicherweise in einem halben Jahr zum Beispiel, wenn Menschen sich um ihre Eltern kümmern müssen oder um kleine Kinder oder bauen eben ein Haus oder was auch immer es ist, was einem auf der privaten Seite möglicherweise das Leben schwer macht. Das muss ich im Kopf haben und zumindest, soweit uns das möglich ist, daraus irgendwas ableiten. Weitestgehend ja dieses Thema Balance, Beruf und Familie, also Privates und Beruf, was wir ja irgendwie immer systematisch durch dieses Audit oder durch die Auditierung betreiben, aber was ja irgendwo unterschwellig das den ganzen Tag irgendwo die Menschen, die Mitarbeiter umtreibt, wie kriege ich alles unter einen Hut? Ja. Wenn du jetzt mal so einfach von 0 bis 10 die positive Rückmeldung oder die negative Rückmeldung der Kollegen auf eine Skala aufbringen würdest, 0 ist ganz schlecht, 10 ist ganz gut, wo würdest du jetzt im Moment, das ist jetzt kein Werbefilm, sondern das ist wirklich eine offene Frage, wenn wir bei 3 liegen, naja gut, da haben wir ein Problem, aber dann müssen wir eben gucken, wie wir damit umgehen. Also wo würdest du das im Moment so vom Gefühl her einordnen? Vielleicht so um die 7. Doch, ich denke, das ist ganz realistisch als Gesamtbild. Gut. Wobei natürlich das Fehlen zur 10 ist ein ganz, ganz heterogenes Feld, was Dinge sind, warum Dinge schwierig sind. Dazu zählt auch Belastung. Wir haben belastende Themen und Projekte. Ja. Würdest du in Zukunft was anderes machen? Also ich würde unterstellen, dass die Entscheidung, dieses Jahr die Mitarbeitergespräche zu führen, wir haben es schon immer so gemacht, sondern es war eine bewusste Entscheidung und die wird auch nächstes Jahr wieder bewusst sein. Aber gibt es trotzdem so Gedanken, wo du dir sagst, hey, das könnte man ein bisschen verändern oder das Format anders aufsetzen? Also inhaltliche Veränderungen gibt es immer. Das ergibt sich einfach aus der sich wandelnden Welt, in der wir tätig sind, vom Rahmen und vom Modus nicht. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, dass wir möglicherweise einfach an eine Kapazitätsgrenze irgendwann stoßen, die nicht mehr realistisch so leistbar ist. Aber bis dahin gut. Und darüber hinaus in irgendeiner sinnvollen Alternative halte ich es für wichtig, dass wir genau nicht diese Silo-Gespräche haben. Ein Vorgesetzter spricht mit seinen 5 Untergebenen oder wie auch immer, der Nächste macht es mit seinen 5. Die wieder mit einem oben drüber, sondern dass eine Person mindestens alle Gespräche erlebt und ein Teil der Teilnehmer eine große Menge zumindest. Zum einen sorgt es eben für eine einheitliche Gesprächsführung irgendwo, dass ich eben die gleichen Dinge adressieren kann, dass ich die gleichen Informationen mir einholen kann. Und es ist aber auch irgendwo eine Frage von Fairness, Gerechtigkeit, Gleichheit. Ja, aber es ist ja grundsätzlich großartig, wenn ich mir die Frage, warum stelle, warum mache ich das und ich sie jedes Jahr erneut mit Ja beantworte und man weitergeht. Das ist ja eine super Sache eigentlich, dass man von dem Ding, was man eben macht, überzeugt ist und es nicht macht, weil es irgendwie auf dem Plan steht und jetzt müssen wir ja wieder. Ne? Also ich würde nie ausschließen, dass es was Besseres gibt. Ja, aber es gibt Schlechteres und das will ich nicht. Aber wenn es was Besseres gäbe, dann glaube ich, wärt ihr oder du in der Lage, das eben einzubringen und so ist ein permanenter, ich will nicht sagen Verbesserung, aber ein permanenter, wir hinterfragen uns selbst Prozess im Gang und das ist ja wirklich gut. Großartig, Moritz. Danke. Vielen Dank. Ja, und danke für Ihre Zeit oder für eure Zeit fürs Zuschauen. Bleibt gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.